Hätte, wenn und aber sind in der Regel schlechte Wegbegleiter für eine sachlich kritische Standortbestimmung, nicht zuletzt im Fußball. Damit begrüße ich Sie ganz herzlich, liebe Fußballfreunde, zu einer weiteren Ausgabe von Pokal Spezial, für die wir uns natürlich bessere Voraussetzungen als die gegebenen gewünscht hätten. Umso mehr freue ich mich, einen Studiogast begrüßen zu können, der jahrelang unseren Stürmern gezeigt hat, wie Tore geschossen werden. Willkommen, Jürgen Sparwasser. Schönen guten Abend. Jürgen, ein paar Daten zu Ihrer Person. Sie sind jetzt Lehrer im Hochschuldienst. Welche Fachrichtung? In der Sektion Sportwissenschaft in Theorie und Praxis der Sportspiele in der Pädagogischen Hochschule in Magdeburg. Also durchaus mit dem Medium noch engstens vertraut. Außerdem sind Sie ja auch ständig im ND präsent mit Ihren Tipps. Ja, mal so, mal so. So ist es. Darauf wollen wir heute nicht eingehen. Jürgen, Sie haben 53 Länderspiele bestritten, 15 Tore erzielt, haben wie viele Cup-Spiele ungefähr bestritten? Ich habe 40 Cup-Spiele bestritten. 40 Cup-Spiele. Wir sagen jetzt an dieser Stelle nicht die Zahl der Tore, die er erzielt hat. Darauf kommen wir später bei unserer Zuschauerfrage in dieser Sendung zurück. Aber ich kann mich an ein Spiel erinnern, Jürgen Sparwasser, da haben Sie gleich 3 Treffer in einem wichtigen Europapokalspiel erzielt. Wissen Sie noch, wo und wann das war? Das müsste gegen Schalke 04 gewesen sein. Das war 1977, also genau vor 10 Jahren. Ich glaube, das ist durchaus des Anschauens noch einmal wert. Bitte schön. 4:2 endete damals das Heimspiel. Hier haben wir Pomerenke am Ball und dann Sie, Jürgen Sparwasser. Tja, wie nennt man solch ein Tor? Ein Abstaubertor? Ja, das Abstaubertor, ja, aber man muss da sein. Es war natürlich hervorragend herausgespielt. Man sieht hier Sigmund Mewis und passt in die Tiefe zum Jürgen Pomerenke. Die Eingabe nach innen. Groß kommt nicht mehr an den Ball. Wie ein Habicht kam sie da von hinten rangestürmt. Und ich habe den richtigen Moment abgepasst. Ich glaube, Gleiches trifft auch auf Tor Nummer 2 zu. Da sehen wir nämlich Scharfschützen wie auch im Streich gleich in Aktion. Hier. Und wieder zur Stelle. Aber das war ein echtes Abstaubertor. So ist es. Der Torhüter Groß parierte den Ball bloß nach vorne, anstatt ihn zur Seite zu boxen. Und ich habe dort schnell reagiert. Ich kam dann nur noch mit der Spitze an den Ball. Das reichte auch. Angesichts der Torkalamität schaut man sich diese Treffer doppelt gern an. Ich glaube, das war das schönste Tor von den dreien. Erst Täuschungsmanöver von Ihnen, Ball durch die Beine rutschen lassen und dann selbst noch verzögert, gut reagiert. Ich stand schlecht zum Tor, ließ den Ball passieren zur Mitte, er kam wieder zurück. Und der Schuss erfolgte dann aus der Drehung. Wahrscheinlich kaum zu halten für einen Torhüter, weil er ganz kurz abgedrückt war. Wir lassen ruhig auch noch das 4. Tor dran. Das haben Sie zwar nicht geschossen, aber es war ein sehr, sehr schönes Tor von Maxi Steinbach. Wir sagten dazu einen Sonntagsschuss. Ja, der Max hat ja wenige Tore in der Oberliga und im Europapokal geschossen, aber die er geschossen hat, die waren meistens immer spektakulär. Tja, da kann man nur sagen, das waren noch Zeiten. Wobei wir nicht in Nostalgie schwelgen wollen, wir wollen uns gleich der harten Realität stellen. Jürgen Sparwasser. Jürgen, ein erstes Fazit zum Gesamtabschneiden unserer 4 Clubs. Ja, ich möchte natürlich das nicht versäumen, der Wismut-Mannschaft aus Aue recht herzlich zum Erreichen der nächsten Runde gratulieren. Es wird der Mannschaft Auftrieb geben für die nächsten Spiele in der Meisterschaft. Wir wissen ja, Wismut steht an letzter Stelle und da steht ja nicht richtig zu Gesicht. Was die anderen Spiele betrifft, ich glaube,